Ein 100. Firmengeburtstag ist ein seltenes Jubiläum. Erst recht, wenn wie bei der Wilhelm Heuer BV und Co. KG die Firma in all den Jahrzehnten zu einem der größten mittelständischen und konzernunabhängigen Familienunternehmen der Energiebranche gewachsen ist. Mit rund 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Unternehmen mit seinen zahlreichen Tochtergesellschaften längst nicht nur ein bedeutender Energielieferant, sondern bietet mit seinem Tankstellennetz und unzähligen Servicebausteinen alles, was für die Rundumversorgung von Privathaushalten, der Landwirtschaft und dem Speditionsgewerbe erforderlich ist. Dabei hat Heuer als Mobilitätsdienstleister mit seinem weit verzweigten Firmennetzwerk längst eine Größe erreicht, die für Außenstehende kaum noch zu erkennen ist. Auch in der öffentlichen Wahrnehmung lässt sich nur schwer erahnen, wie vielseitig das Unternehmen aufgestellt ist und dass man es außerhalb von Autohöfen und Tankstellen längst mit einem Global Player zu tun hat. Aber auch darin liegt eines der Geheimnisse des Erfolges. Vielleicht ist es auch ein Geheimrezept, eine Erfolgsformel, dieses Bescheidenbleiben und durch Leistung zu überzeugen. Das Geschäft machen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wo wir stolz drauf sind, jeden Tag nach vorne zu gehen. Klar, gehen wir nach vorne und mittlerweile haben wir eine Größe, wo wir nicht mehr unerkannt bleiben können auf den Straßen in Deutschland. Aber das heißt nicht, dass man damit prahlen soll oder prahlen kann. Keiner weiß, was morgen ist. Längst sind die drei Söhne von Heinz Wilhelm Heuer, Thomas, Markus und Stefan, Mitglieder der Geschäftsführung. Umso erstaunlicher aber ist es, dass allen gerade die Themen Lkw und Transportbranche besonders wichtig sind. Und in vielen Bereichen nehmen sie das Steuer im wahrsten Sinne des Wortes sogar selbst in die Hand. Wir selbst bewegen 1000 LKWs bei uns im Unternehmen. Ich selbst habe auch meinen Lkw-Führerschein, mein Anhängerführerschein, mein ADR-Schein. Auch das ist wieder Familie. Wir können nur darüber sprechen, wenn man mal es selbst gemacht hat. Ich muss sagen, mein kleiner Bruder, der Stefan, kennt sich noch viel mehr aus. Er leitet bei uns den gesamten technischen Fuhrpark, ist verantwortlich für die technische Instandhaltung des gesamten Fuhrparks, der tagtäglich auf dem LKW unterwegs ist. Und wenn es mal wirklich brennt, meistens ist es Weihnachten oder an den Feiertagen, dann sind wir uns als Familie auch nicht zu schade, selbst auf den LKW zu steigen, vielleicht auch die Kinder mal mit auf den Beifahrersitz zu setzen, um selbst das Heizöl nach Hause zu bringen. Nähe zum Transportgewerbe, das ist eines der großen Geheimnisse des Unternehmens und wohl auch der Schlüssel für den Erfolg vieler Autohöfe und Tankstellen. Hier am Heuer Autohof in Rade bei Hamburg wissen die Lkw-Fahrer diesen Service zu schätzen. Das Angebot an Speisen und vor allem auch die Preise können sich sehen lassen. Ganz abgesehen davon haben die Gäste hier auch das Gefühl, tatsächlich willkommen zu sein. Da fühlt man sich wohl, man muss es einfach so sagen. Freundliche Bedienung und alles, was dazugehört. Man wird mit Lächeln begrüßt, egal zu welcher Uhrzeit man kommt. Und das macht schon viel aus. Man fühlt sich willkommen, sagen wir mal so, nicht lästig, wie woanders manchmal. Ist für mich in Deutschland eine der schönsten Anlaufstellen, die wir haben. Sauber, ordentlich, super Personal. Aber bleiben wir beim 100. Firmengeburtstag der Firma Heuer und damit bei dem, was das Unternehmen hinsichtlich seines Charakters ausmacht. Vor allem das familiäre Flair steht im Mittelpunkt. Hier in Rade gehören auch die Firmenchefs zur regelmäßigen Kundschaft und tauchen völlig unangemeldet auf. Fragen wir also einmal nach, wie Servicekräfte wie Simone Behrens ihre Chefs so empfinden und auch erleben. Man begegnet sich immer auf einer Stufe. Es sind zwar Vorgesetzte, aber trotzdem immer auf Augenhöhe. Und das ist, finde ich, das ist, was alle hier sagen, das ist das, was das so angenehm macht. Es ist wirklich so, dass man nicht das Gefühl hat, dass man ein Rad oder ein kleines Rädchen an einem riesengroßen Rad ist, sondern wirklich, dass diese ganzen Mitarbeiter, die Heuer mittlerweile beschäftigt, wirklich geschätzt werden. Aber auch der persönliche Wohlfühlcharakter für die Lkw-Fahrerinnen und Lkw-Fahrer ist wichtig. Sie sollen jederzeit gerne wiederkommen und wissen, dass sie hier immer gern gesehene Gäste sind. Auch das ist erklärter Teil der Firmenphilosophie. Es ist ja so, dass eigentlich ursprünglich der Sinn der Autohöfe ja mal war, einem Lkw-Fahrer unterwegs ein Zuhause zu bieten. So, und das ist natürlich eine sportliche Aufgabe, zu versuchen, es den Fahrern so recht wie möglich zu machen. Und das ist so ein Ansporn, was die Sache also wirklich rund macht.
Das ist ja, ich sage jetzt mal so, eigentlich in allen Heuerhöfen so oder auch in Tankstationen von uns so, dass dieses Familiäre, es sind wirklich alle so, Mensch, bei euch kann man immer gut einkehren, man wird immer gleich begrüßt und mit Namen oder auch einfach nur, oh schön, auch wieder da. Zurück zum großen und runden Firmengeburtstag der Heuers nach Visselhövede in die Lüneburger Heide. Gefeiert wurde das Jubiläum dennoch recht familiär. Angefangen mit der großen und imposanten Geburtstagsgala mit Kunden, einem Fest nur für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Unternehmens und mit einem Tag der offenen Tür, der gleich Tausende von Menschen aus der ganzen Region aufs Betriebsgelände lockte. Wie schon beim Festprogramm selbst ist es natürlich auch in der Unternehmenspolitik gar nicht so einfach, es immer allen recht zu machen. Unglaublich, aber auch hier halten die Heuers im Alltag an ihrem Konzept des Familienrates fest. Und wie werden solche Entscheidungen getroffen? Wie mag sowas aussehen, wenn Familie Heuer zusammen tagt? Meistens ist es ein heilloses Durcheinander, die Kinder turnen dabei rum, die Fußbälle fliegen durch die Gegend, die Frauen sind immer an unseren Seiten, treffen auch Entscheidungen mit, weil ohne die geht es nicht, auch das ist Familie. Und meistens ist es irgendwo das Wochenende, wo wir uns mal treffen zum Frühstück, zum Abendbrotessen, um dann eben auch über gewisse Themen, Ausrichtung auch zu sprechen. Und auch energiepolitisch sind die Weichen auf die Zukunft gestellt. Längst hat das Unternehmen durch die Übernahme der PowerTrust GmbH die Elektromobilität als neues Geschäftsfeld für sich entdeckt und durch seine Beteiligung an der Firma Paul Nutzfahrzeuge in Vilshofen auch seine Fühler in Richtung Wasserstoffantrieb ausgestreckt. Nicht zu vergessen sind Themen wie LNG, Bio-LNG oder auch HVO 100. Erst unlängst sorgte Heuer für viel Furore, als ein ganzer Tankzug des Unternehmens mit diesem Kraftstoff, der im Vergleich zum Diesel 90% weniger CO2 verursacht, die Tour der Legenden begleitet hatte. Da kommt unweigerlich die Frage auf, was all diese neuen Antriebsarten für ein Unternehmen wie Heuer in der Zukunft bedeuten werden. Gefahren werden muss immer, egal mit welcher Antriebsart. Wir sind das Zuhause für ganz, ganz viele Menschen, mit unseren Kollegen vor Ort eine Persönlichkeit entwickelt zu haben, eine Persönlichkeit an unseren Stationen draußen, ein persönliches Verhältnis zu unseren Kundinnen und Kunden. Und deswegen sehen wir auch der Zukunft sehr, sehr positiv entgegen. Weil das, was das Wichtige ist, ist der Kunde. Uns ist es egal, was später gefahren wird. Ob es der Diesel ist, HVO ist, Elektromobilität, Wasserstoff, Bio-LNG, Elektrofuels oder E-Fuels, Wir sind das Zuhause und der Kunde steht im Mittelpunkt. Und das Bedürfnis des Kunden, das ist unsere Aufgabe, das im Jetzt und in der Zukunft auch zu stillen. Und so schaut der norddeutsche Energielieferant dennoch optimistisch in die Zukunft. Ein Familienunternehmen mit dem wichtigsten Ansatz, die traditionelle Nähe zu den Kunden und damit auch zur Nutzfahrzeugbranche nicht zu verlieren.